Und schon wieder rationale Zahlen, wieder Zahlen gerade und wieder ich. Also ich bin mir sicher, manchen von euch könnte letzte Video helfen, aber vielleicht fragt ihr, welche Tipp gibt es noch? Vielleicht kann man das noch einfacher machen. Und die Antwort lautet ja, natürlich. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine Zahlenstrahl zeichnet, an die 4 Zahlen denken. 1, 2, 2,5 und 5 Schritte. Wenn man die Schritte nicht nehmen kann, vergrößert man jede Zahl um 10, also 10, 20, 25, 50 Schritte und so weiter. Kommt darauf an, mit welcher Zahl man arbeitet. Wenn die Zahlen aber Dezimalzahlen sind, also viel zu klein, klar muss man dann durch 10 dividieren, dann hätte man 0,1, 0,2, 0,25, 0,5. Wenn das immer noch zu groß ist, geht man weiter. Und dann schauen wir heute, wie kann man dann diese Tipp anwenden, wenn man zum Beispiel, erste Beispiel anschaut. Wir haben die kleinste Zahl minus 3250 und die größte Zahl plus 1375. Man sieht sofort, die Zahlen sind zu groß. Also könnte man keine 10 Schritte nehmen, dann gehen wir weiter, 100 Schritte. Dafür brauche ich dann aber schon 33 Kästchen, viel zu groß. Dann überlege ich 200 Schritte, also nach 1,2 200 Schritte. Wir schauen. Dafür braucht man dann 5 mal 3, 15, hier noch 16, 17, da noch mehr, also ich habe hier nur 20 Kästchen, ist auf jeden Fall zu viel. Dann schaue ich, also 2,5 bzw. 2,500, also 250 Schritte. Dann hier dafür brauche ich, für jede 1000 brauche ich 4 Schritte, 4 mal 3 sind also 12, noch ein Schritt 13 und noch ein Kästchen zusätzlich, also 14. Hier dafür brauche ich dann 6 Kästchen. Dann hätte ich genau 20 Kästchen, also würde passen. Aber was mache ich denn jetzt? Meine kleinere Zahl hat viel größeren Betrag als größte Zahl. Das bedeutet, unsere Kleinzahl ist viel weiter von der 0 entfernt als die größte Zahl. Also 0 darf nicht genau in der Mitte sein. Dann fange ich damit an, dass ich unsere kleinste Zahl einsetze. Und zwar nicht ganz am Ende, sondern ein Kästchen weiter. Vor allem, wir haben das schon mitgerechnet, es sollte passen. Also minus 3250. Dann kann ich jetzt schon 0 eintragen. Also ich überlege, also erstmal, ich habe minus 3200 genau auf den Strich eingetragen, weil das es durch unsere Schritte teilbar ist. Also durch 250 kann man teilen. Und jetzt schaue ich, wie viele Schritte brauche ich dann bis zu 0. Also 13 Schritte sind es dann. Bei uns wäre 0 ganz weit rechts, aber das ist halt der Fall. Dann schaue ich, nächste negative Zahl, minus 250, ist ganz leicht einzutragen. Wir haben doch 250 Schritte, also nicht verwechseln, das ist eine 0. Dann 1250, leicht zu zeichnen, sind 5 Schritte. Und unsere 1375 liegt genau in der Mitte zwischen 1250 und 1500. Wie ich schon sagte, wenn man eine Zahl irgendwo zwischen Striche eintragen sollte, ist ja überhaupt nicht schlimm. Also dann habe ich dann kann man das. Okay, und bei kleinen Zahlen, dann schauen wir. Wir sehen sofort Dezimalzahlen, also eine Schritte sind viel zu groß. Dann überlege ich, ob ich 0,1 Schritt nehmen könnte. Ich hätte dann für negativen Bereich 3 Kästchen, für positiven Bereich 6 Kästchen, noch eins dazu, also 7 Kästchen plus 13 ist viel zu kurz, dann kann man auch nicht so genau eintragen, obwohl in dem Fall schon zwischen 2 Kästchen, aber Zahlenstrahl mit 10 Kästchen würde ich nicht empfehlen, vor allem dann kann man das verdoppeln. Also wenn man die Länge von der Zahlenstrahl verdoppelt, das bedeutet Schritte muss man halbieren. Also anstatt 0,1 Schritte hätte ich dann 0,05 Schritte. Also unsere 5 durch 100 teilbar.
Also man geht halt rückwärts und dann weiter teilt man durch weitere Zellen. Wenn man aber für dieses Beispiel doch die 0,1 Schritte nimmt, weil man sagt, die zwei Zahlen kann ich zwischen zwei Kästchen eintragen, wäre auch in Ordnung, aber würde ich trotzdem empfehlen, dass Zahlenstrahl schon ein bisschen länger ist. Und wie immer fange ich mit kleinster Zahl. Wir haben 0,25, also nicht ganz am Ende. Dann schaue ich, wo ist unsere 0, also 5 Schritte. 0,5 passt doch 5 mal hier rein. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre unsere 0. Sehen wir wieder, nicht genau in der Mitte, aber das ist halt unser Fall. Minus 0,1 wäre dann hier. Weil wir haben 0,5 und noch 0,5 dazu, also minus 0,1. Dann 0,35 sind unsere 7 0,5 Schritte, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte habe ich gemacht. Und 0,6, da brauchen wir noch 5 weitere Schritte. Okay, wenn ihr sagt, es hat euch schon geholfen, es hat euch was gebracht, aber wir haben noch Brüche. Wie arbeite ich mit den Brüchen? Wie ich schon sagte, ich schaue erstmal auf gemeinsame Nenner. Wir haben halbe, zwölftel, achte, 24. Also, das bedeutet 24 unsere gemeinsame Nenner. Dann schaue ich vielleicht ein 24. wäre dann unser Schritt. Dann für den positiven Bereich hätte ich hier, also wenn ich mit 3 erweitere, bekomme ich 24, also 9 Kästchen im positiven Bereich und 22 Kästchen im negativen Bereich. 31 für das Heft wäre es in Ordnung, aber bei mir ist es nicht der Fall. Das bedeutet, ich muss dann unsere Nenner halbieren, damit es passt. Also ein 24. passt mir nicht. Ich könnte das halbieren oder durch 3 teilen, kommt darauf an, was für ein Beispiel ist. Aber auf jeden Fall sollte man dann unsere Nenner teilen. Ich werde dann durch 2 teilen, also 1/12 wären dann meine Schritte. Dann schaue ich, unsere kleinste Zahl ist minus 11/12. Also das bedeutet, ich brauche 11 Kästchen. Und für die größte Zahl, 9/24, das sind 4,5/12, beziehungsweise dann hätte ich da 5 Schritte gebraucht. 5 plus 11 sind ja 16, also noch ein Kästchen dazu 17, ist mehr als genug. Dann nehme ich genau die Schritte. Also für den negativen Bereich brauche ich 11 Schritte, das bedeutet, ich setze hier kleinste negative Zahl und dann gehe ich 11 Schritte bis zu der 0. Habe ich jetzt ganz einfach minus 1/2, also mit 6 erweitern, dann hätte ich minus 6/12. Aber bei der Zahlenstrahl muss ich aber trotzdem unseren Ursprungsbruch eintragen. Dann 7/24, also wenn ich unsere Nenner halbiere, muss ich natürlich auch Zähle halbieren, also anstatt 7 habe ich dann 3,5 Schritte, also 3,5 Kästchen. Dann trage ich hier 7/24 ein und dann hier, erstmal wenn ich mit 3 erweitere, habe ich 9 und dann muss ich halbieren, also 4,5 Schritte wären dann, also beziehungsweise genau hier. Okay, und so kann man das hier eintragen. Wenn man diese 2 Tipps anwendet, dann bin ich mir sicher, dass jeder von euch geeignete Zahlenstrahl zeichnen könnte. Und falls doch nicht, dann weiß ich nicht, wie ich euch weiterhelfen kann.